Wenn man ausgefallene Projekte bauen will, dann braucht man ausgefallenes Holz und da habe ich mir diesmal was echt Besonderes und vor allem auch ziemlich Großes besorgt. Und hier liegt sie jetzt, meine XXL Maserpappelbaumscheibe mit einem Durchmesser von 145 cm und einem stolzen Gewicht von 100 Kilogramm. Ja, das ist meine Hausnummer, würde ich sagen. Also ich habe ja echt lang suchen müssen, bis ich so eine Baumscheibe gefunden habe. In Deutschland keine Chance, da gibt es sowas wahrscheinlich gar nicht. Und wenn ja, dann wäre es mit Sicherheit unbezahlbar. Bei meiner Suche im Internet bin ich dann irgendwann auf die Firma KB Resin aufmerksam geworden. Es war über Facebook und das ist eine polnische Firma, die sich auf den Verkauf von Edelhölzern, also ziemlich außergewöhnlichem Holz, spezialisiert hat. Und die liefern ihre Waren dann auch innerhalb von Europa aus. Das Angebot kann man zum Beispiel auf der Facebook-Seite oder auch auf Instagram einsehen. Werde ich euch beide mal unten in der Videobeschreibung verlinken. Und ich verlinke euch auch die Telefonnummer vom Chef. Da könnt ihr dann auch auf Deutsch via WhatsApp ihn anschreiben und bekommt dann auch auf Deutsch eine Antwort. Und wenn er weiß, was er wollt, dann schickt er euch auch Bilder von seinen Angeboten. Jetzt interessiert euch ja bestimmt auch noch, was die Scheibe gekostet hat. Also der Preis liegt bei 500 €, aber die wurde vorher industriell getrocknet und kann daher auch sofort verarbeitet werden. Also ich würde sagen, der Preis ist in Ordnung. Da wird man bei uns hier in Deutschland deutlich mehr bezahlen. So, jetzt wisst ihr auch, wo ihr solches Holz bekommen könnt. Genug rumgeredet, jetzt fangen wir an. Im ersten Arbeitsgang habe ich erstmal damit begonnen, rundum von der Baumscheibe komplett die Borke zu entfernen. Dazu habe ich ein Stemmeisen verwendet und damit funktioniert es echt richtig einfach. Ja, dann kommt auch die besondere Optik von der Maserpappel zum Vorschein. Die sieht man so gar nicht, wenn die Rinde noch dran ist, weil die Maserpappel hat nämlich auf dem Holz solche richtigen Spitzen oder Auswüchse oder Wucherungen. Keine Ahnung, was das genau ist, und das verleiht dem Holz echt eine richtig coole und einzigartige Optik. Die Spitzen, die zeichnen sich sogar 1:1 so in der Borke ab und die sind wirklich so spitz. Da muss man bei der Verarbeitung echt aufpassen, dass man sich da nicht sticht oder verletzt. Aber ja, ich will sie für meinen Tisch letztendlich auch so erhalten. Also das heißt, ich werde sie wahrscheinlich nur ganz leicht herumschleifen, sodass man sich halt nicht mehr dann verletzen kann. Weil wenn man die Wucherung abschleift, da geht halt einiges an Optik bei dem Tisch verloren. Und ich finde, das macht den Tisch wirklich richtig einzigartig und außergewöhnlich. Oder wie ist eure Meinung dazu? Also ich bin nach wie vor der Meinung, dass es die richtige Entscheidung war. Aber ihr könnt es natürlich dann erst wirklich abschließend beurteilen, wenn ihr den fertigen Tisch seht. Schauen wir mal, was er dazu sagt. Als nächstes habe ich dann oben auf der Oberfläche alle morschen und fauligen Stellen im Holz entfernt. Ja, das muss alles raus und die Löcher, die dadurch entstehen, die werden wir dann nachher mit schwarzem Epoxidharz wieder auffüllen. Es gibt ja theoretisch viele Möglichkeiten, wie man Löcher oder Fehlstellen in Holz ausbessern kann. Da habe ich auch schon mal ein Video dazu gemacht. Aber insbesondere bei größeren Löchern, ja, da empfiehlt sich halt der Einsatz von Epoxidharz, weil es damit am einfachsten geht. Weil ich die Oberfläche mit der Baumkantenmaserung, ja, wie schon gesagt, 1:1 so erhalten wollte, musste ich die Oberfläche natürlich auch erstmal irgendwie sauber machen. Ich habe dazu diverse Drahtbürsten und Aufsätze für die Maschinen verwendet. Damit hat es funktioniert, aber ja, ich habe es mir eigentlich einfacher vorgestellt, weil die Oberfläche hat sich natürlich nicht besonders gut bearbeiten lassen, weil man hier nicht flächig arbeiten kann, sondern überall diese Wucherungen hat. Insgesamt gesehen war es bei diesem Projekt eine ziemlich zeitaufwendige Arbeit. Also ich habe da mehrere Stunden gebraucht, bis ich die Oberfläche dann komplett sauber hat. Man sieht ja, das Holz war zuvor zum Teil richtig schwarz und jetzt nach der Behandlung ist die Oberfläche dann einheitlich ziemlich hell. Also da ging einiges runter, das denkt man gar nicht. Mit den Schleifbürsten lässt sich die Oberfläche natürlich auch schon bearbeiten. Insbesondere die Spitzen, die sind dadurch leicht abgerundet worden und das hätte man so mit Schleifpapier natürlich nicht hinbekommen. Und von daher hat sich die Arbeit, würde ich sagen, dann letztendlich auf jeden Fall gelohnt. Als nächstes ging es dann mit der Arbeit weiter, wo ich persönlich im Vorfeld echt ein bisschen Bedenken gehabt habe, ob ich das hinbekomme, und es war das Abrichten der Oberfläche. Es ist natürlich bei so einer riesengroßen Baumscheibe nicht ohne weiteres möglich, weil ich die Maschinen dazu nicht habe, und ich denke, da wird auch der eine oder andere oder vielleicht sogar die meisten größeren Industriebetriebe an ihre Grenzen geraten. Die Scheibe hat ja immerhin einen Durchmesser von fast 150 cm und ja, wer hat schon solche Maschinen? Ich zumindest nicht. Ich muss mit den Mitteln arbeiten, die mir zur Verfügung stehen. Ich bin ja selbst kein gelernter Handwerker, nur Heimwerker, und versuche daher meine Projekte immer mit meinen Mitteln und mit meinen Möglichkeiten umzusetzen. Und da habe ich jetzt hier eben den kleinen Handhobel verwendet. Ich hatte bei dem Projekt, bei dieser Scheibe zum Glück das Glück, dass die Scheibe zuvor schon ziemlich gerade abgeschnitten wurde. Aber natürlich hat man gerade am Anschnitt oder auch auf der Oberfläche immer Unebenheiten, zum Teil von 2 bis 3 oder auch 4 Millimetern, die man noch ausgleichen musste. Und das hat mit dem kleinen Handhobel echt erstaunlich gut funktioniert. Das habe ich mir am Anfang deutlich komplizierter vorgestellt.
Nach dem Hobeln habe ich die Oberfläche dann noch mit dem 60er Korn grob abgeschliffen und dann war das Abrichten der Oberfläche schon fertig. Zumindest von der ersten Oberfläche, weil die Baumscheibe hat ja 2 Seiten. Insgesamt bin ich mit meiner Arbeit echt zufrieden. Ein paar kleine Unebenheiten befinden sich noch auf der Oberfläche. Das habe ich so hundertprozentig mit dieser Methode nicht hinbekommen, aber die Tischfläche, die ist so groß, mit dem bloßen Auge sieht man das später nicht mehr. Ja, mit dem Abrichten der Baumscheibe bin ich jetzt soweit fertig. Das hat länger gedauert als gedacht. Ich war jetzt 2 Tage beschäftigt, aber das ist auch eine ganz schöne Arbeit, bis man hier alles abgerichtet hat. Die ganzen äußeren Seiten, die Rinde sauber gemacht hat. Aber ja, hat super funktioniert. Bis jetzt läuft alles nach Plan. Jetzt machen wir mit der Oberfläche weiter, weil da haben wir auch noch einiges zu tun. Und zwar werde ich jetzt die gesamte Oberfläche mit Epoxidharz einlassen. Das Holz, das soll sich richtig mit Epoxidharz vollsaugen und dadurch wird die Oberfläche dann stabilisiert. Ja, bei Pappelholz hat man halt das Problem, dass es ein sehr weiches Holz ist. Das ist nicht wirklich belastbar. Da kann man mit dem Fingernagel da ganz leicht Kratzer reinmachen und das soll eine Tischplatte werden. Also die muss dann schon einigermaßen Belastungen aushalten. Dann legen wir mal los mit dem Harz. Ich habe hier ein Epoxidharz mit einer maximalen Gießhöhe von 2 cm verwendet. Ja, die Anforderungen an das Epoxidharz sind jetzt nicht besonders hoch. Das Harz wird vom Holz aufgenommen, danach wird die Oberfläche geschliffen und so typische Probleme wie Blasen, die man normalerweise bei der Arbeit mit Epoxidharz hat, die hat man hier alles nicht. Bei meinem heutigen Projekt werde ich mal was testen, was ich so auch noch nicht gemacht habe. Ich werde dem Epoxidharz ein bisschen Aceton zugeben. Das macht man ja normalerweise nicht beim normalen Gießen. Aber in dem Fall hier soll dann durch das Holz das Epoxidharz besser aufnehmen können. Es soll tiefer eindringen können. Und das ist ja bei meinem Projekt jetzt hier gewollt. Das habe ich mal bei einem amerikanischen Kanal gesehen und da hat es ganz gut funktioniert. Und deswegen will ich das jetzt hier heute auch mal testen. Ja, das Epoxidharz ist dann durch das Aceton wirklich fließfähiger geworden. Da hat man auch einen deutlichen Unterschied gemerkt. Aber wie schon gesagt, macht es bitte bei euren normalen Epoxidharzprojekten nicht. Das ist heute bei meinem Projekt hier ein absoluter Ausnahmefall. Ich habe dann die gesamte Oberfläche großzügig mit dem Harz eingelassen und das weiche Holz, das zieht ganz schön was an Harz weg, also da werde ich einiges brauchen. Epoxidharz ist ja jetzt auch nicht gerade günstig, aber in dem Fall ist es halt notwendig, weil wir wollen ja eine harte und vor allem auch belastbare Oberfläche erhalten. Das wäre jetzt hier sprichwörtlich am falschen Ende gespart gewesen. Da kann man jetzt regelrecht zuschauen, wie das Geld im Holz versickert, aber daher haben halt Epoxidharztische dann auch ihren stolzen Preis. Die Fehlstellen habe ich auch schon mal ordentlich mit Harz eingelassen, dann ist die Oberfläche schon mal versiegelt und es läuft später weniger Harz rein, aber dazu kommen wir jetzt dann gleich. Mit dem ersten Durchgang bin ich jetzt durch und hier sieht man schon, da wo ich angefangen habe, da ist das Harz schon richtig vom Holz aufgenommen worden. Da muss ich nochmal mit dem zweiten Durchgang drüber, bis das Holz dann richtig gesättigt ist. Jo, das aufgetragene Harz habe ich jetzt mal über Nacht aushärten lassen. Ich habe ja gestern nochmal zusätzlich 2 Schichten aufgetragen, bis dann das Holz komplett gesättigt war. Und insgesamt sind da fast 2 Liter reingelaufen. Also das ist eine ganz schöne Menge, habe ich so nicht erwartet. Aber gut, wir haben jetzt auf der Oberfläche auch noch einen Haufen Löcher, die wir auch noch auffüllen müssen. Dazu will ich schwarzes Epoxidharz verwenden. Das habe ich mir schon mal angemischt mit schwarzen Farbpigmenten. Das ist wieder das gleiche Harz und damit werden wir die Löcher jetzt auffüllen. Wenn ihr euch jetzt vielleicht fragt, warum ich die Löcher nicht gleich gestern mit schwarzem Harz aufgefüllt habe, ganz einfach. Ich habe jetzt erstmal die komplette Oberfläche versiegelt und wenn man jetzt Harz einfüllt und es dann oben überläuft, dann kann die umliegende Holzfläche das schwarze Harz nicht aufnehmen und verfärbt sich dann auch nicht. Weil wir haben ja hier ein helles Holz und sonst muss man halt später extrem viel schleifen und je nachdem, wie tief das schwarze Harz aufgenommen wird, kann sein, dass man dann eben schwarze Flecken hat und das kann man dadurch vermeiden. Ich habe dann nach und nach alle Löcher und Fehlstellen mit Epoxidharz aufgefüllt. Das war eine ganz schöne Arbeit, weil auf der Oberseite doch einige Löcher auszufüllen waren. Bei den großen Löchern ist es kein Problem, aber je kleiner sie dann werden, desto schwerer lässt sich dann das Harz eben dosieren im Becher. Ich habe da einen kleinen Tipp für euch. Die kleinen Löcher lassen sich ganz gut mit einer Einwegspritze auffüllen. Die kriegt man in jeder Apotheke oder auch im Internet und damit lässt sich das Harz so dosieren, dass euch dann oben nicht so viel überläuft und dann müsst ihr später auch wieder weniger abschleifen. In der Vergangenheit habe ich für die Arbeit immer eine Pipette verwendet, damit funktioniert es auch ganz gut, aber in die Spritze geht halt deutlich mehr rein. Nach ein paar Stunden schaut die Auffüllstelle dann meistens so aus. Das Harz ist ein bisschen abgesackt, weil das Holz außenrum noch Harz aufgenommen hat und dann muss man noch ein bisschen nachgießen. Solange das Harz noch nicht komplett ausgehärtet ist, ist das auch kein Problem. Da geht das Harz dann wieder eine gute Verbindung mit der Oberfläche ein und ja, ist halt immer ein bisschen ärgerlich, weil man die Arbeit doppelt machen muss, aber das lässt sich in den meisten Fällen nicht vermeiden. Ich
wollte mir ursprünglich erst Tischbeine kaufen, da habe ich aber nichts Cooles gefunden und jetzt habe ich entschlossen, dass ich sie mir selber baue. Dann komme ich endlich wieder mal zum Schweißen. Die Möbelfüße sind soweit fertig. Ich habe sie jetzt noch schwarz lackiert, aber bevor wir sie montieren können, müssen wir noch das Epoxidharz auf der Oberfläche plan schleifen. Damit machen wir jetzt mal noch weiter. Wenn ihr ausgehärtetes und mehrere Millimeter starkes Epoxidharz abschleifen wollt, ja, da empfehle ich euch, einen leistungsstarken Schleifer zu verwenden, weil das Harz ist nämlich extrem hart und mit der Hand, ja, da wird man ewig dranhängen. Sieht jetzt hier zwar im Video wieder so easy und schnell aus, aber glaubt mir, da ist man auch mit dem Schleifer eine ganz schöne Zeit beschäftigt. Als nächstes ging es dann mit der Montage der Tischbeine weiter. Die habe ich hier mit so Einschabmuttern befestigt und um die Löcher dafür möglichst gerade vorzubohren, habe ich mir so ein Jig gebaut. Das ist einfach ein gerade abgeschnittener Holzklotz, den ich dann auf der Tischbohrmaschine gerade vorgebohrt habe und dadurch lassen sich dann ziemlich genaue Löcher anfertigen. Also das ist eine Bohrhilfe für Arme, kann man sagen. Aber egal, es hat funktioniert und mehr muss es auch nicht machen. Oder was sagt ihr dazu? Ist es bei euch auch so, dass ihr euch bei manchen Projekten zwischendurch mal so eine Art Einweg-Jig baut, den man eigentlich nur bei diesem Projekt gebrauchen kann und danach dann wieder wegwirft? Dann kommen wir jetzt zum besten Moment in diesem Projekt und zwar zum Ölen der Oberfläche. Da werde ich jetzt ein Hartwachsöl auftragen und ich bin echt schon gespannt, wie diese Maserung hier zur Geltung kommt. Gleich werden wir es wissen. Das hier verwendete Hartwachsöl, das hat ein seidenglänzendes Oberflächenfinish. Das gibt es natürlich auch in Hochglanz, aber Hochglanz gefällt mir persönlich nicht so gut. Das wirkt immer ein wenig extrem und auch künstlich und da gefällt mir der Seidenglanz dann doch besser. Ihr seht, auch hier wird das Holz extrem angefeuert, also die Farbe und die Maserung, die kommen da ziemlich schön zur Geltung. Und ich muss sagen, das Maserpappelholz, das hat eine ziemlich coole Maserung, sieht ausgefallen aus und ist nicht alltäglich. Das habe ich so auch noch nicht bearbeitet und hätte ich auch nicht gedacht, dass das dann wirklich so gut rauskommt. Also ich weiß ja nicht, was ihr dazu sagt, aber ich finde, die Farbe und die Maserung von dem Holz sind echter Hammer, also viel besser hätte ich es nicht hinbekommen können. Jo, er ist endlich fertig. Mein XXL Baumscheiben-Couchtisch. 2 Wochen Arbeit, cooles Holz und vor allem mit einfachsten handwerklichen Mitteln hergestellt. Ihr habt gesehen, die Geräte, die ich verwendet habe, die haben die meisten Heimwerker auch daheim. Ja, die Optik, muss ich sagen, ist echt der Hammer. Also so gut habe ich es mir zuvor gar nicht vorgestellt. Der ist echt gut geworden, der Tisch. Ich würde ihn am liebsten oben bei uns ins Wohnzimmer stellen, aber er ist ein kleines bisschen groß. Meine Frau hat ihn sich auch schon angeschaut, hat gesagt, optisch top, aber für unser Wohnzimmer einfach eine Nummer zu groß, obwohl wir schon ein großes Wohnzimmer haben. Das wäre normalerweise das Richtige für irgendeinen Eingangsbereich von einer Firma mit einem coolen Lounge-Sofa, richtig repräsentativ. Ich habe mich daher entschieden, den Tisch zu verkaufen. Was mir für so einen Tisch verlangt, keine Ahnung. Ich habe ein vergleichbares Tischmodell bisher nur einmal gesehen. Das war in einem Designmöbelhaus für Einzelstücke und der Tisch, der war optisch vergleichbar, aber deutlich kleiner als der. Und der hat damals, ich glaube, 3.800 € gekostet. Aber wie gesagt, ich habe noch keine Preisvorstellung im Kopf. Wenn einer von euch kaufen will, könnt ihr mir einfach mal eure Preisvorstellung schicken, entweder per persönliche Nachricht oder unten in die Kommentare. Und wenn der Preis für mich annehmbar ist, könnt ihr vorbeikommen, könnt ihn anschauen und direkt mitnehmen. Aber dazu müsst ihr dann auch einen Hänger mitbringen. Ihr wisst ja, 1,50 Meter, das ist schon eine Hausnummer. Ja, würde mich freuen, wenn er an einen von euch gehen würde. Und wenn nicht, bekomme ich noch anderweitig irgendwie los. So, für heute sind wir durch. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Hoffe, dass ihr wieder irgendwas mitnehmen konntet.
hoffe, dass ihr beim nächsten Mal natürlich wieder einschaltet. Da kommen wieder coole Projekte. Was kommt, weiß ich nicht genau, aber es wird auf jeden Fall wieder was kommen. Und ja, für heute Schluss. Macht's gut. Ciao.